Dodge Ram mit speziellen Umbauten. Die werden wir gleich mal genau erfahren, was da alles drunter ist. Und das ganz Besondere, diese Kabine kommt aus Slowenien und sie ist komplett aus Carbon. Und das sieht man zwar auf den ersten Blick nicht. Man könnte ja jetzt sagen, komm, wir machen sie außen auch noch aus Sichtcarbon. Das kann man machen. Dann wäre sie aber schwarz und wer weiß, vielleicht bleibt wie wir das nicht haben. Hallo Larry. Hallo Sven. Ja, also hier unsere Revolux 2.8 Ultralight. Diese Kabine ist, wie du gerade schon sagtest, komplett aus Carbon gefertigt. Innen wie außen, innen Sichtcarbon. Im Detail kannst du es doch auch außen sehen. Wenn du mal hier unten schaust, beim Hecklicht, jawohl, da siehst du das Carbon. Das ist echt Carbon. Alles echt Carbon, ja. Das ist, normalerweise ist das sündhaft teuer, aber da ihr in Slowenien seid, ist es einigermaßen bezahlbar. Naja, auch nicht wirklich. Also das Lohnniveau in Slowenien wie in Deutschland, ist so ähnlich. Dolle geht es nicht auseinander, nein, kaum. Die Kabine kostet knapp 60, muss man sagen. Ja, richtig, knapp 60. Wir haben ja jetzt hier einen Preis bei der Kabine von 47,9. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Ich empfehle natürlich immer wieder eine Solaranlage. Ich empfehle mittlerweile ja auch Lithium-Ionen-Batterien, im Idealfall eine 200er, ist man einfach mehr autark. Aber hier haben wir jetzt einfach mal drauf geachtet, dass wir gesagt haben, wir machen eine Ausstellungskabine zum relativ niedrigen Einstiegspreis. Wir haben die Markise dran, die 3 Meter Markise. Wir haben einen Heckfahrradträger, Gasaußenanschluss und eine Außendusche. Und ist man im Prinzip auch schon komplett unterwegs. Für jemanden, der sagt, ich fahre sowieso immer auf dem Campingplatz, ist das mit Sicherheit auch okay. Wir haben die Heizung mit dem E-Modul, das heißt, auch da kannst du dann die Heizung betreiben und dann ist es ja auch schon perfekt. So, ich nehme an, das hier ist ein großer 12-Zylinder drunter. Nein, V8, 5,7 Liter Hemi. Wie geil. Mit LPG-Gasanlage. Der Sound ist gut? Der Sound ist klasse, ja, so wie er sein muss. Also so wie sich ein Auto anhören sollte. Und wie wir auch jetzt ja nicht mehr viele Jahre das so haben werden. Die Kabine geht natürlich auch unter andere Fahrzeuge, das ist klar. Ja. Also dieses Fahrzeug ist hier mein Fahrzeug und auch mein Messefahrzeug. Wir haben hier einen Ram 1500 mit einem 6 Zoll Suspension Lift Kit. Das ist ein BDS-Fahrwerk, Coil-Over-Dämpfer, das heißt, das Fahrzeug ist so wie es hier ist schon richtig Offroad-tauglich. Offroad-tauglich. Genau. Ja, das ist, ich sag mal, jetzt in Amerika, das geht noch größer, oder? Amerika? Es geht doch noch größer, ja. Allerdings hier, aber hier für Europa ist das schon riesig. Ja. Das ist schon riesig, ja. Also 18 Zoll Räder mit 37 Zoll Offroad-Reifen. Tankfüllung übrigens, man fährt den auf 500 Kilometer für ca. 50 €. Das ist mit LPG, das geht? Das geht auf jeden Fall. Ja, also wir haben hier einen Verbrauch, also mit der Kabine hatte ich einen Verbrauch hier hochwärts mit 18 Litern Gas. Man kann ja so über den Daumen sagen, das ist wie 9 Liter Diesel. Und das ist für ein Fahrzeug mit 400 PS und so einer Kabine, die halt auch so aufbaut, denke ich mir mal mehr als fair. Ja. So, die ist jetzt zu. Hast du hier den Schlüssel? Florian hat den Schlüssel, der kann uns auch gleich mal holen. Ja. Ja. Wir können ja in der Zeit, weil wir sagen ihm gleich mal kurz Bescheid, dem Florian, ja. Wenn du das gerade mal machst, ja. Dann filme ich schon mal so kleine Details wie die Felge und so. Ja. Und die Trittstufe allein schon, die ist elektrisch. Nee, anderer Truck. Nicht so schlimm, aber wir gucken gleich mal rein, denn die Leute wollen ja auch sehen, wie sieht das ganze Fahrzeug von innen aus. Er sieht ziemlich scharf aus, muss ich mal sagen. Du fährst ihn jetzt schon rund 1,5 Jahre, oder? Ja, der ist jetzt genau ein Jahr alt, der Wagen, ja. Und der ist zu kriegen, also die Kombination 120.000 € ungefähr, wie hier steht? Ja, haut nicht ganz hin. Also wir sind beim Fahrzeugpreis von 80, ja doch, stimmt, bei der Kabine sind wir bei knapp 120.000. Ich bin gut informiert. Ja, richtig. So, sie ist auf. Machen wir auf. Das ist jetzt eine Doppelkabine, oder? Die typische Doppelkabine? Das ist die typische Doppelkabine hier. Mit einer ziemlichen Vollausstattung, das heißt 12 Zoll Touchscreen-Monitor, Navigationssystem, elektrische Pedale, großes Glasschiebedach, 360 Grad Rundumkamera,
Also der Wagen ist komplett ausgestattet, auch alles sehr edel, sehr schick gemacht. Ja, es ist einer der meistverkauften Fahrzeuge in Amerika. Ja. Das hier ist noch nicht der größte, aber es ist schon so im Straßenverkehr. Die Amerikaner lieben es, viel Blech drumherum zu haben. Blech. In den USA ist es natürlich so, dass die Kunden dort in der Regel, wenn sie eine Kabine transportieren, einen Heavy-Duty-Ram fahren, sprich ein 2500 oder 3500. Dann hat man mehr Zuladung. Bei uns in Deutschland immer das Problem, dann hat man eben einen LKW über 3,5 Tonnen, was letzten Endes bedeutet, entweder man hat den alten Dreier, wenn nicht, braucht man eben einen LKW-Führerschein, jährlich TÜV und was es halt noch alles mit sich bringt. Daher sind die meistverkauften Trucks bei uns immer wieder die 1500er oder... Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema natürlich Achsverstärkung, man hat wahrscheinlich keine Gutachten hier, keine. Richtig, ja. Das ist oft das Problem, dass die Amerikaner, die scheren sich nicht drum, weil die einfach sagen, dann halt das nächsthöhere Modell kaufen. Richtig, ja. Also in den USA ist einfach die Situation eine ganz andere wie bei uns hier in Europa. Ja. So, da ist ein Wolf drin normalerweise? Da habe ich normalerweise den Hund drin, beziehungsweise Hunde. Und die Box habe ich anfertigen lassen, direkt jetzt so für das Fahrzeug, wie man die ist ein Hammer, also der Typ, der die macht, oder? Das ist ein Genie. Ja, ich habe ihm entsprechend die Maße geschickt und dann hat er mir die Kabine so, beziehungsweise die Box so produziert, dass sie genau hier in die Kabine reinpasst. Und obendrauf hast du noch ein Fach, da kannst du Sachen ablegen? Oben einfach Sachen ablegen, Leine, Halsband, Geschirr, was auch immer, was man so braucht. Und der Ram ist jetzt so, wie du ihn hier siehst, auch nur noch ein Zweisitzer, reicht mir. Ja, dir langt das. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ja, trotzdem, es ist ein Hingucker. Du kannst diese ganze Kabine am Urlaubsort problemlos absetzen. Du setzt die Kabine ab. Wie funktioniert das? Die vorderen Stützen werden eingehängt, die hintere werden runtergelassen. Das heißt hier am besten mit dem Akkuschrauber, das geht am schnellsten. Du lässt die Stütze runter, die vordere hängst du ein. Drüben an einem einen Fahrzeug haben wir sie montiert, die vordere Zeig mal bitte, Stütze. das was wir sehen können. Dass sich die Leute das ungefähr mal vorstellen können, wie das Ganze funktioniert hier. Hier wird die Stütze eingehängt. Ja? Die ist normalerweise hier untergebracht während der Fahrt. Das heißt zum Absetzen Stütze einhängen, ein Stückchen nach oben fahren, dann wird die Elektrik abgekuppelt. Das heißt, wir haben hier zwei Stecker. Einmal die 13-polige Dose für die Elektrik von Blinker, Nebelschluss etc. und einmal Batterie zu Batterie. Das heißt, dass die Batterie der Kabine während der Fahrt wieder aufgeladen wird. Schön, also das ist bei allen gleich. Ja. Da die ja aus Slowenien kommen, haben wir gar kein Problem mit 230 Volt hier. Da muss nichts umgerüstet werden. Und sie sind ultraleicht. Ich glaube, super leicht. Also in den USA findet man sowas ohnehin nicht im Kabinenbau. Die Kabine ist so, wie man sie hier sieht, ohnehin auch einzigartig. Es produziert keiner so aufwendig eine Kabine. Und auch selbst wenn wir jetzt unsere andere Kabine nehmen, die wir ja auch haben, wie du sie drüben siehst, die Leitkabine, ist ja GFK Carbon Mix, hier Vollcarbon. Und diese Teile stecken ineinander. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Overlapping Design. Das heißt, dieses Stück ist innen, das wird unten dran gesteckt. Das heißt, sollte es hier mal zu einer Undichtigkeit kommen, das heißt, kann nicht reinregen. Hier kommt kein Wasser rein. Die Kabinen werden in der Regel so produziert, dass du ganz viele einzelne Teile hast, kleine handliche Teile, die aneinander geklebt werden und dann mit so Abdeckleisten, das ist zugeschlossen. Ja, hier ist die Außendusche. Außendusche? Ja, und dann kommen Leisten drüber und dann hofft man einfach, dass keine Fuge reißt, aber das wird früher oder später passieren. Du musst wissen, die Kabine wird ja auf dem Fahrzeug befestigt, also sprich auf der Ladefläche befestigt. Und die Ladefläche beim Pickup-Truck ist ja mit einigen Schrauben einfach nur am Rahmen befestigt. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast die Kabine da drauf, fährst irgendwo vielleicht auch mal Offroad oder auch eine schlechtere Straße. Die Kabine bekommt alles vollkommen ungefedert ab. Und das führt früher oder später, meist früher, zu Rissen. Das und ist aber so. Feuchtigkeit in der Kabine. Die ist aber ultra steif. Das kann hier also nicht passieren. Feuchtigkeit kommt hier nicht rein. Hier kommt nicht rein, nein. Kommt nicht rein. Dann die Steifigkeit unvorstellbar. Das heißt, du hast mir erzählt, die verwindet sich überhaupt nicht. Ja? Überhaupt nicht. Also das Dach ist auch begehbar.
Das begehbar. Krass. Komm, wir schauen mal kurz rein, denn innen drin hast du Sichtcarbon. Das ist ziemlich cool. Hier unten hast du eine Eintrittsstufe. Die muss natürlich ordentlich sein, weil das geht ziemlich runter. Ja, elektrische Doppeleintrittsstufe, die reicht bei dem um 20 cm höher gelegten Truck auch noch nicht wirklich. Ich habe noch so einen weiteren Tritt, den ich da vorstelle zum Reingehen. Aber bei einem normalen Pickup-Truck ist das okay. Mit der doppelten Trittstufe kommt man bequem ins Fahrzeug. Ich habe jetzt gedacht, wir sehen den Larry nicht mehr. Jetzt ist er schon wieder da. So, hi. Ist aber schön, dich zu sehen. Hallo. Denn du hast noch einen zweiten Stand. Da bist du wirklich mit tollen Autos. Die haben wir gefilmt, werden wir demnächst zeigen. Ja, Phantom. Adventure Vans auf Basis vom Crafter. Hast du alle verkauft jetzt? Alles weg, ja. Alles weg. Also wenige, ich habe noch ein paar einzelne Sprinter, aber ich denke mal, bis morgen ist das auch erledigt. Ist auch erledigt, ja. So ohne unsere Hilfe, denn wir werden die dann zeigen. Aber du kannst sie ja dann besorgen. Das heißt, im Moment ist es schwierig mit Sprintern? Ja, wir warten jetzt darauf, dass wir Info bekommen, wann die nächsten Sprinter bestellbar sind. Das heißt, es wird jetzt ein kleinerer Motor leider, also auch kein Sechszylinder mehr, kein 3-Liter-Motor logischerweise. Ich habe aber gehört, der soll gar nicht so schlecht gehen. Der soll gar nicht so schlecht gehen, angeblich. Also von Mercedes war gestern jemand am Stand, der sagte uns gleiche PS wohl, wieder 190. Also das wäre ja schön halt mit sogar das Drehmoment wäre sogar noch ein bisschen höher, hat er gesagt. Ja. Okay. Das ist so, also drehfreudiger und. Also die haben da einiges getan. Ja, wir gehen am besten mal rein, dann schauen wir das mal. Also wenn du mal kurz hochgehst, ich muss mit Larry gerade noch mal das Geheimnis hier besprechen. Sag mal, hi. Das Thema Fahrzeug, was drunter ist, das kann man auch mit dir besprechen. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, ich will gerne das Komplettpaket, also ein White-Track kann man drunter machen, der hat nämlich auch eine Tonne, was zum Beispiel Raptor ist schon ein Problem, der hat nur 500 Kilo. Ja. Das ist ja oft so, du kennst dich da gut aus. Ja, ich vermittle da auch Fahrzeuge, das ist kein Problem. Selbst bei mir direkt erhältlich ist der Ram oder auch andere US-Pickup-Trucks. Neu oder gebraucht? Neu gebraucht, beides. Spielt keine Rolle. Also das heißt, es muss ja nicht immer der neu sein, zumal man kennt die ja hier nicht. Das heißt also auch ein Auto, was 6, 7 Jahre alt ist, gut gepflegt ist, sieht für den deutschen Betrachter als aktuelles Modell aus, oder? Ja, genau. Also wir haben eine Problematik natürlich bei den US-Trucks. Wenn wir bei den besagten 3,5 Tonnen bleiben möchte, der Ram wiegt mehr wie der Ranger. Das heißt, wir haben ein Leergewicht beim Ram standardmäßig ungefähr 2,5, 2,6 Tonnen. Beim Ford ungefähr 500 Kilo weniger. Das heißt, letzten Endes, die 500 Kilo hat man mehr an Zuladung beim Gesamtpaket. Auflassen geht ja nicht, das haben wir schon erfahren. Ja, das geht nicht. So, deswegen schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht mal gleich mit der Problematik können wir ja mal reinschauen. Also, denn ich würde mit dir gerne noch 1, 2 Stück filmen, dass wir das Ganze mal zeigen, was alles so geht. Das ist eine normale Aufbautür, wie man die kennt aus dem Camping. Das ist eine normale Aufbautür von der Firma Bauer. Ja, einige Nummer 1. Bekannte, ja, verbauen diese. Das ist eben auch eine richtige Tür. Das heißt, wenn du diese Tür hier zumachst, dann ist Ruhe, richtig. Also die ist super gedämmt. Da klappert nichts. Das ist echt toll gemacht. Ich komme gar nicht drüber weg mit dem Carbon hier. Ich glaub's nicht. Innen ist alles Sichtcarbon. Das ist natürlich auch keine Show, das ist keine Folie. Das ist keine Folie. Da waren auch schon mal Leute hier aus dem Premium-Segment im Wohnmobilbau. Und die haben auch nicht schlecht gestaunt, weil die dachten, es wäre aufgeklebte Folie. Sagte ich, nein, das ist keine aufgeklebte Folie, hier komplett echt Carbon. Die haben wirklich gestaunt, ja. So, die Seitenwand besteht aus 2 Schichten Carbon und dann innen die Isolierung, oder? Ja, genau. Wir haben eine Isolierung zwischen 3 und 5 Zentimetern XPS. Und auch ein Doppelboden, da kann ich dir das sogar dann nochmal zeigen, den XPS. Da sieht man es dann nämlich auch, wenn man das rausnimmt. Ja. Okay, das heißt, du hast warme Füße. Du hast warme Füße, ja. Und also die führt natürlich dazu, dass die Kabine, ich will einfach mal behaupten, auch die am besten geeignete Kabine für den Winter ist. Ja. Wir bieten auch die alte Heizung an, die alte Warmwasserheizung. Du bietest eine alte an hier? Ja. Ja, wir können eine alte Heizung hier einbauen, eine alte Warmwasserheizung und dann ist die Kabine natürlich
top für den Winter. Ne? Also einmal Doppelboden plus die Alte in Kombination ist perfekt. Ihr habt natürlich hier Profitechnik in Whale Boiler verbaut. Das kennt man nur aus dem Profi-Allrad-Bereich. Das hier ist ein absolut Offroad-taugliches Modell, oder? So wie wir es hier sehen, ja, auf jeden Fall. So, der Möbelbau, der hat auch kein Problem damit, mit der Rüttelpuste? Nee, der hat auch kein Problem mit. Das ist auch übrigens alles Echtholz von hier und kein Kunststoff. Das ist Echtholz. Echtholz, ja. Ihr wollt es aber wissen, oder? In Slowenien? Ja, wenn, dann soll es halt auch einfach, sollte man den Stil beibehalten. Ja? Sollte man den Stil beibehalten. Da oben ist natürlich schon das Massivholz, oder ist es furniert hier? Nee, das ist auch massiv. Das ist Massivholz, okay. Und wir haben es sieht ja aus wie im Schiff hier. Ja. Guck mal. Guck mal hier, die Toilette, das sieht ja aus wie in einem Kreuzfahrtschiff. Ja, das ist die Dometic-Kassettentoilette mit Keramikeinlage, also auch nicht die Plastik-Spuckschüssel, sondern auch schon ein bisschen was Hochwertigeres aus dem Hause Dometic. Die habe ich noch nicht gesehen. Ja, das sieht halt, es muss halt nicht immer schlecht sein, weißt du? Es kann ja auch mal gut gemacht werden. Ja. So, da oben wir haben noch was zeigen? Ja, wir haben noch einen Oberschrank und du siehst ja auch rundrum hier in der Kabine haben wir Ambientebeleuchtung, die ist serienmäßig auch. Also wir haben im Prinzip eine relativ schmale Aufpreisliste. Alles das, was wichtig ist, ist sowieso schon drin. Und ich sagte es ja eingangs bereits, eine Solaranlage, eine vernünftige Lithium-Ionen-Batterie, bei Bedarf ein Fahrradträger. Komm, ich zeig das einmal. Ja, nee. Guck mal hier, da. Ja, so. Genau. Ja. Genau, wenn du es jetzt mal probierst. Runter. Ja. Das Waschbecken kannst du einfach runterklappen. Ja. Das ist natürlich perfekt für 2 Personen. Ja, also es gab natürlich auch schon Kritik, da hieß es, warum macht er das nicht mit Magnet? Wir machen es deswegen nicht mit Magnet, weil die Leute es dann gern vergessen und meinen, es hält. Aber es hält dann natürlich nicht, wenn du fährst. Und dann klatscht das Waschbecken runter und ewig hält es dann natürlich auch nicht, wenn das immer mit Karacho nach unten knallt. Ja. Und ich denke, das vergisst man nicht. Ja. Entweder ist es unten oder wenn es oben ist, ist es fest. Also das hier ist jetzt kein Billigbauschrott. Das hier ist Profi. Das ist absolut Profi und das ist für die Ewigkeit gebaut. So, du hast sogar die Möglichkeit, die Lederfarben, die Polsterfarben zu wählen. Polsterfarben, wir haben unterschiedliche Polsterfarben und auch unterschiedliche Polster. Das heißt von Mikrofaser über normalen Stoff. Larry, ich komme mit diesem Carbon überhaupt nicht klar. Das ist so geil. Also das sieht so klasse aus. Was sagen denn die Leute hier am Stand? Ja, die sind auch alle begeistert, klar. Also das Erste, was immer kommt, natürlich wieder die Frage, ist das jetzt echt oder ist das geklebt? Nein, es ist echt. Übrigens, das kommt natürlich auch in schwarz. Ja, das sind so kleine Details. Es ist jetzt ein Messefahrzeug, ja. So, jetzt sieht man das. Ja, du hast viele Verbindungen nach Slowenien, muss man fairerweise sagen. Ja. Also auch drüben, da kennst du tolle Frauen, die Geschäftsführerin, die haben wir ja schon kennengelernt. Die Natascha, ja. Die Natascha, Phantom, ja. Die machen das richtig schön, wenn ich mal hier den Himmel angucke. Das kennt man ja so auch nicht, oder? Ja, also oftmals ist es entweder einfach auch GFK oder... das ist Stoff. Ja, das ist stoffbespannt, auch nochmal mit, du merkst auch, wenn du drauf drückst, das ist auch nochmal ein bisschen so gedämmt und es fühlt sich ja da einfach schön an. Und du hast hier ein super Raumgefühl und auch Raumklima in dieser Kabine. Lieferzeit von der Kabine? Lieferzeit ungefähr ein Jahr momentan. Ja, na prima. Alles, was gut ist, musst du warten, aber es ist ja so. Drüben die GFK auch ein Jahr? Auch, ja. Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, in welcher Ausführung es ist. Wir haben ein Jahr Lieferzeit. Und, Sag mal, Larry, wir sind gerade auf dem Pickup, oder? Ja, wir sind auf dem Pickup. Das merkst du nicht? Also das ist von der Größe her wie ein großes Wohnmobil, als hättest du hier so einen 5 Meter Aufbau oben drauf. Ja, also das Raumgefühl hier in der Kabine ist eben wie in einem teilintegrierten Wohnmobil. Nicht wie im Kastenwagen. Das Problem beim Kastenwagen ist ja immer wieder, dass du eben nur diese Breite zur Verfügung hast. Und hier haben wir eben eine Fahrzeugbreite wie im Teil integrierten, was zu diesem Raumgefühl führt. 2,30 Meter? Ja, ungefähr. Wir haben auch immer wieder das Erlebnis mit Kunden, die hier reinkommen und denken, ja, das ist ja so riesig. Wie kommt das? Ja? Eben daher, dass wir ein bisschen breiter gehen können. Das Gewicht von der Kabine hier? Die Kabinen wiegen je nachdem, ob es eine Light ist oder eine Ultralight. Also Light sind wir wieder bei diesem GFK Carbon Mix oder Ultralight im Bereich zwischen 650 und 770 Kilo ungefähr. Okay, das bedeutet, das Fahrzeug ist vom Fahrverhalten, merkst du die Kabine oben drauf? Du merkst die Kabine, ja. Also du merkst natürlich bei so einem amerikanischen Pickup-Truck weniger wie jetzt bei einem europäischen Pickup-Truck, weil das Fahrzeug einfach auch eine größere Spurbreite hat und einen längeren Radstand hat. Aber der Alkoven macht sich natürlich bemerkbar.
Das wäre jetzt verkehrt zu sagen, da spürt man gar nichts. Allerdings haben wir hier natürlich auch einen Alkoven, das zeige ich dir auch gerne mal. Du kannst hier aus der Kabine aufsteigen. Na, du hast hier eine Kopffreiheit und musst dich nicht wie aus der Sardinenbüchse rausrollen. Wir haben ein Bett von 1,60 mal 2 Meter. Ja, ich sehe schon, auch hier die Auflagen, alles schön gemacht. Ja, also die Bettgröße wünschen sich auch einige in ihren Wohnmobilen, die wir hier in der Kabine haben. Ja, das ist eigentlich so von der Anwendung her. Also ich habe ja jetzt meinen VW-Bus verkauft, ja, brauche den ganz selten zum Campen. Du kannst ihn ja stationär auch nutzen. Das heißt, du kannst ihn mit 230 Volt anschließen, kannst ihn auch nutzen ohne Auto, bist aber von der Flexibilität her im Wohnmobil. Das Richtig. ist so. Also das ist eben das Thema. Bei so einer Kabine bist du wirklich nicht aufs Fahrzeug angewiesen. Das heißt, du kaufst dir beispielsweise einen Pickup-Truck oder hast einen, kaufst die Kabine dazu, verkaufst den Pickup-Truck wieder, du kannst die Kabine weiter nutzen mit deinem neueren Fahrzeug und die Kabine stellst du zu Hause hin, auf dem Campingplatz hin, fährst den Pickup-Truck darunter weg. Du bist in der Toskana, willst nach Siena rein, willst du natürlich nicht unbedingt mit der Kabine machen, hast dein Pickup zum Fahren. Und die Kabine ist im abgestellten Zustand auch komplett bewohnbar. Also die kippt auch nicht nach vorne um. Diese Frage taucht auch häufig aus. Ja, kann ich mich da vorne reinlegen, ohne dass das umkippt? Tut es nicht. Ja, da sind noch Stützen drin. Also Stützen die drin, ja. ist natürlich vom Gewicht her. Ist entsprechende Volumen Wasser. Was hast du? Wir haben hier 120 Liter. 120 Liter. Und 64 Abwasser. Und Druckwasserpumpe nehme ich an, Ja, wie also im großen Wohnmobil. Ja. Du hast ein Lithium-Ionen-Paket, die Heizung hast du jetzt auf... Wir haben aktuell entweder Truma, die 4er, also 4 ECP oder die Whale. Und optional, sagte ich ja bereits, die alte Heizung, die wir auch anbieten. Thema ist immer, aber das ist ja auch beim Wohnmobil auch nichts anderes, man muss natürlich immer das Gewicht im Auge behalten. Ja. So, also wenn ich mir jetzt so einen Ranger kaufe, das ist ja der Ram, der europäische Ram. Der europäische Ram, ja. Ja gut, ist ja so. Ja. Also das ist ja für viele Deutsche, ist ja so ein Ranger schon groß. Ja. Kann ich den ein bisschen böse machen, so einen Ranger? Ja, klar, kann man auch mit entsprechendem Fahrwerk. Kriegst du auch so eine Optik wie bei diesem Truck hier im Kleinformat hin, ja. Aber jetzt ein Raptor zum Beispiel, das Problem ist ja, der hat nur 500 Kilo, da kommst du nicht mehr mit hin. Da kommst du nicht hin. Aber auch ein normaler Ranger mit entsprechenden Rädern, schönen Fahrwerk rein, sieht ja auch hübsch aus, ja, und ist auch ideal. Mittlerweile, also Ja. das ist so, fährt sich ganz gut, gibt es als Diesel. Gibt es als Diesel. Oder der neue Toyota Hilux, kommt ja auch in Frage. Was ich ja noch nicht erwähnt hatte, also diese Kabine hier, diese 2.8, passt auf einen europäischen Truck mit 1,5 Kabine. Also viele sagen ja auch diese Extra Cab. Also Ranger, Hilux oder ähnliches. Und wenn man einen vollwertigen Viertürer hat oder braucht, dann ist es die etwas kleinere Kabine, die 2.5 Revolux. Unterschied der beiden Kabinen ist lediglich der, dass die Sitzgruppe statt 1,10 Meter 80 cm Breite beträgt. Also hier haben wir jetzt 1,10 Meter Breite, bei der anderen Kabine 80 cm Breite. Duschbereich und so weiter ist alles identisch bei beiden Kabinen. Bettgröße alles gleich. Und Ja, was auch interessant ist, du kannst dich auf die Stellplätze der Wohnmobile stellen, was du ja mit dem Wohnwagen nicht darfst. Darfst du nicht. Ja. Das ist also auch ein Vorteil. Und du hast was Außergewöhnliches. Das heißt, du bist nicht weiße Ware, du bist bei 4x4 beliebt, bei Wohnmobilen beliebt. Also die Leute können es nicht so richtig einordnen. Ne? Ja, also was mir auch schon Kunden gesagt haben, auf einem Campingplatz ist es ja oft so, dass du dann dein Auto rausfahren musst. Ja, wenn du den Wohnwagen abgestellt hast bei der Kabine, darfst du drinnen parken, weil das Fahrzeug ja direkt Teil der Kombi ist. Ja. Teil der Kombi ist. So, du hast eine tolle Küche mit drin. Das ist so, wie man es kennt. Das Auto steht dann entweder auf Gas, ja, es steht auf jeden Fall auf Gas, aber die Frage ist, Diesel habt ihr auch? Das ist so ein kleiner Dieseltank? Eine Dieselheizung bieten wir auch an. Das ist natürlich bei so einer Kombi etwas komplizierter, weil du musst ja immer sehen, wir haben ja hier getrennte Einheiten. Ne? Du hast das Fahrzeug und du hast die Kabine. Und das ist nicht so einfach zu lösen wie jetzt bei einem Kastenwagen. Genau, wenn du mal kurz zeigst, wie man das hier umbaut, denn du kannst also aus der Sitzgruppe ein tolles Bett machen. Also der Bettumbau ist
ist hier nicht dabei. Ist nicht dabei, Nein, aber habe ich nicht dabei, aber ich mag es gerne noch mal zeigen. Wir haben diese Teile hier, die sind dafür gedacht, dass man dann die Lücke schließt. Das heißt, man würde das hier ablassen und dann könnte man hier ein Bett machen, 1,10 Meter Breite. Ja. ist hier noch Staufach drunter unter den Ist Sitzen? im Prinzip auch ein Staufach drunter. Das ist ja auch gleichzeitig der Zugang zur Ladefläche. Und zwar, das mal hier. Der Zugang, achso, du musst ja die musst die festmachen, oder Du wie? musst die Kabine verzurren, ja, auf die Ladefläche. Und das machst du eben von hier. Ja. Und so. Das ist alles Carbon. Guck mal. So. Hier hast du die Steckdosen beide. Ja, siehst du ja. Also einmal für Batterie zu Batterie und das andere ist für die Elektrik. Ja. Verstehe. So, das heißt, du bist jetzt hier drin, das Verzurren, wie lange dauert das, wenn ich die absetze? Also absetzen mit allem ungefähr 20 Minuten. Ja, 20, 25 Minuten. Das ist aber, wenn du jetzt länger stehst, mal am Stellplatz, du bist mal eine Woche da, ruckzuck. Das geht ruckzuck. Und wenn man reinfahren, ist das schwierig, die Übung? Man bekommt Übung. Besser ist es natürlich immer, wenn eine zweite Person dabei ist. Also ich habe Leute mal gesehen, die haben so Pendel, so Tricks, die sich einbauen, damit die irgendwie besser reinfahren können, aber das geht. Das geht, ja. Das ist kein Problem. Ja, und hier, wie gesagt, auch nochmal Staumöglichkeit. Bietet sich an für Rucksack oder noch ein paar Wanderstiefel oder ähnliches. Also jetzt sollte man hier nicht irgendwelchen Kleinkram reinlegen. Das ist dann doch eher gut, du hast ja jede Menge Staufächer oben. Ja. Das ist da. Ja. Wir haben überall Staufächer und wir haben ja auch hier über dem Bett auch nochmal da für Handy ein bisschen Buch oder irgendwas reinzulegen. Ist das auch schon schön, dass das Thema Fernseher so keine Rolle mehr spielt, weil du ja auf dem Tablet kannst ja gucken und so. Ja, das empfehle ich auch wirklich. Also dass man da nicht auch nochmal zusätzliches Gewicht hier reinbringt. Ne? Sehr schön, Larry. Ja, komm, wir gehen mal raus, das habe ich verstanden. Ja, du bist ein netter Typ. Du bist wo? In der Nähe in Poppenhausen an der Wasserkuppe, das heißt in der Nähe von Fulda. Und ja, im Herzen der Rhön, wie wir es auch so schön sagt, okay, das heißt, mitten in Deutschland. Die Fahrzeuge stehen bei dir, das heißt auch die Kabinen? Die Kabinen sind bei mir zu besichtigen. Ich habe in der Regel 2 bis 3 Kabinen vor Ort zum Besichtigen. Also eine Light und eine Ultralight habe ich immer da. Und komm, wir gehen mal runter. Ich muss gerade gucken, die Shenny hat nämlich hier vorne ist die Kurbel. Die hat sie schon gefunden, dass man die entriegeln kann. das ist ja genau. Und die hast du in der Hand gehabt und du hast gedacht, das wäre ein Griff zum Festhalten, oder? Nein, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Eigentlich wollte ich das nur gerade machen. Also die. Es ist so krass. Achso, die Arbeitsplatten. Ja, Tischverlängerung. Also Arbeitsplattenverlängerung für die Küchenzeile. Das ist auch praktisch. Larry, komm, dann Runter. komm mal schnell runter. Wir machen die Abmoderation. Dann haben wir vielleicht noch die Zeit, noch ein Detail zu filmen. Also die Kombi, wie sie hier steht, 120.000 Euro oben die Kabine, jetzt in der Luxusausstattung knapp 60.000 Euro, geht los bei knapp über 40.000 Euro. Ja. Und die ist schön voll hier und du bist der Star, du bist der Hingucker wirklich der Nation und seid natürlich direkt gegenüber von Tischer, das ist auch nicht schlecht. Ja? Ja, mit Sicherheit auch, ja. Genau. Danke, ciao. Gerne.